Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei mir. Ab und zu packt mich ja doch mal die kreative Ader, also unabhängig von den YouTube-Videos hier. Und dann muss ich das Ganze umsetzen und zwar in Form von Musik. Nicht, dass das irgendjemand sich anhören würde oder auch nur im entferntesten gut klingt für die Leute. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, das Ganze auszuleben. Und bisher sah das Ganze immer so aus. Da ich nun mittlerweile aber auch ein bisschen in die Jahre gekommen bin, was man mir sicherlich ansieht, und auch das Keyboard in die Jahre gekommen ist, was man dem Keyboard auch ansieht, vor allem an den vergilbten Tasten, wollte ich etwas Schlankeres für den Schreibtisch. Etwas mit mehr Funktionalität. Früher hat man die Keyboards mit solchen MIDI-Adaptern angeschlossen, ja, also MIDI zu USB. Heute kann man die MIDI-Keyboards natürlich direkt per USB koppeln. Und da habe ich mir gedacht, ich gönne mir das mal. Und das bringt mich direkt zu diesem schönen Stück hier. Ich packe mal das Kabel, das MIDI-Kabel weg. Zu diesem schönen Stück hier auf meinem Schreibtisch. Das habe ich mir gegönnt und das soll dieses kleine Keyboard, soll das große Keyboard ersetzen und im besten Fall auch noch wesentlich mehr Funktionalität mitbringen, wie ihr hier seht. Es ist ein FL Key Mini geworden, weil das mit FL Studio direkt auch kompatibel ist. Das sind die anderen Keyboards auch. Das hier ist aber speziell dafür konzipiert und es hat eine Besonderheit, was mir ganz wichtig war. Es kann auch direkt mit dem iPad verbunden werden. Also es hat iPad-Kompatibilität und man kann dann hoffentlich auch zum Beispiel mit GarageBand oder mit anderen Musikprogrammen, mit Musik-Apps auf dem iPad direkt quasi, also wenn man unterwegs ist, direkt Musik machen. Das heißt, wir packen das Gerät jetzt aus und dann schauen wir mal, wie weit es uns hier führt und schauen mal, ob ich das eine oder andere direkt schon anteste oder ob wir es erstmal nur beim Unboxing belassen und ich da vielleicht ein zweites Video mache. Mal gucken. Jetzt packen wir das gute Stück erstmal aus. Es ist nicht eingepackt, deswegen brauche ich heute auch nicht mein Sicherheitsmesser. Aber ich muss, oder gucken wir uns erstmal die Packung an. Vorne haben wir es jetzt schon gesehen. Das Ganze einmal von hinten. Es ist ein Retour, also ein B-Ware quasi, weil ich habe mir gedacht, B-Ware ist ein bisschen günstiger und nur weil es ein Retour ist, muss man sich neu kaufen. Also da gucke ich dann schon auch, dass man ein bisschen nachhaltiger agiert, sagen wir es mal so. Ansonsten steht gar nicht so viel hier drauf. Oh Gott, auf der Seite, ja, ein bisschen bla bla. Okay, also tatsächlich nicht viel zu erkunden auf der Verpackung. Schön in Pappkarton. Finde ich ja gut, dass es wenig Kunststoff ist. Und natürlich mit einem Tragegriff. Das ist auch ganz wichtig, dass es einen Tragegriff gibt. Gut, und wenn wir hier aufmachen, sehen wir auf der Innenseite der Verpackung auch, wie ich das Keyboard anschließen sollte, muss, wie auch immer. Finde ich ziemlich cool, einfach hier aufgedruckt. Ist jetzt auch nicht so kompliziert, ehrlich gesagt. Und also ich habe das auch vorher noch nicht ausgepackt gehabt. Wir machen das jetzt wieder alles zum ersten Mal. Und hier Transparenzhinweis, ich habe mir das wirklich selber gekauft. Das ist nicht gesponsert oder irgendwas, sondern ich habe mir dieses Keyboard wirklich selbst gekauft von meinem eigenen Geld. Und ich werde es auch hoffentlich demnächst benutzen, auch wenn das sich wieder keiner anhören kann, weil sonst die Ohren kaputt gehen. Gut, machen wir hier weiter. Dann haben wir das Keyboard selber natürlich, das MIDI-Keyboard, und hier haben wir ein USB-Kabel, wenn ich es richtig sehe. Ja, also das ist hier nur Pappkarton. Pappkarton, da ist auch nichts weiter drin, das war nur als Platzhalter. Hier ist das USB-Kabel, ein USB Typ A, wenn ich es richtig sehe, zu Typ B. A zu B. Ja. Wird wahrscheinlich USB 2.0 Standard sein, weil sonst hätte es mit sich einen anderen Anschluss. Angeblich soll es auch über den USB-Port verbunden werden können mit Strom. Also es braucht keinen extra Strom, deswegen ist auch kein extra Strom- oder Netzteil mit drin. Und wir haben, legen wir das mal hier hin, noch ein wenig Beipackzettel. Safety Instructions. So, ich habe das Keyboard jetzt hier nochmal hingelegt, ohne Verpackung, ausgepackt. In der Verpackung sind wirklich nur das Keyboard und das USB-Kabel. Das scheint auch ausreichend lang zu sein. Schaue ich nachher mal. Und die Tasten sind angenehm groß
könnten fast noch ein bisschen größer sein, aber das ist okay. Ist halt wie gesagt ein Mini-Keyboard. Und meine Wurstfinger passen da gerade so dazwischen. Zwischen die Tasten, das passt also. Aber ich finde den Druckpunkt sehr schön von diesen Tasten hier oben. Der Druckpunkt ist echt super. Und auch die Regler hier oben fassen sich sehr schön an. Alles gut. Und die hier, das sind so Touchpads, also die haben keinen Druckpunkt per se, sondern da toucht man einfach nur so drauf. Das sind auch nochmal Touchpads für Pitch und Modulation. Das werde ich dann alles testen. Aber ansonsten sieht es sehr, sehr gut aus. Ja, Gewicht, also es fühlt sich sehr hochwertig an, wiegt ein halbes Kilo ungefähr. Ja, das passt schon. Das Keyboard hat übrigens, kostet so um die 100, 120 Euro, je nachdem. Das war wie gesagt ein Rückläufer, also B-Ware. Ich schätze so 115 Euro wird es neu kosten ungefähr, oder es kostet so 115 Euro neu. Also von daher ist jetzt auch keine Rieseninvestition. Mal schauen, was es am Ende wirklich bringt. Und jetzt schauen wir nochmal, was es für Anschlüsse bietet, das Ganze. Drehen wir es mal rum, dann können wir es auch lesen. Novation. Und wir haben natürlich das USB, den USB-Anschluss. Sustain, also für ein Pedal. Es müsste 6, irgendwas Millimeter Klinkenstecker sein für ein Sustain-Pedal. Und MIDI-Out als Klinke. Aber ansonsten gibt es nichts weiter. Und naja gut, natürlich, dass ich es theoretisch locken könnte, damit es nicht geklaut wird. Aber das ist ja jetzt hier nicht relevant für mich. Ansonsten gibt es gar nicht viel mehr zu sagen. Deshalb würde ich sagen, wir schauen mal, ob es kompatibel ist mit dem iPad. Soll es ja angeblich sein. Also werde ich es mal ans iPad einfach direkt anschließen und werde mal schauen, was passiert. Ich habe das MIDI-Keyboard dann mal direkt ans iPad per USB-C, also per USB-C-Hub und dann USB gekoppelt. Und es hat auch auf Anhieb funktioniert. Also ich konnte direkt mit GarageBand losstarten. Es hat direkt alles erkannt. Was ich nicht machen konnte, war die Pattern oben benutzen und die Drehregler. Aber Pitch und Modulation funktioniert. Die Response, also das Delay, die Verzögerung von dem Tastenanschlag, bis der Ton dann letztlich eigentlich übersetzt wird oder ankommt am iPad, ist so gering, dass es beim Spielen wirklich nicht auffällt. Das funktioniert also 1A. Man kann es direkt koppeln, kann es direkt mit dem iPad verwenden. Finde ich super. Ich lasse euch hier noch ein paar Eindrücke da. Ich habe das Keyboard dann noch natürlich direkt auch mit dem PC gekoppelt, und um FL Studio zu probieren. Das hat auch auf Anhieb funktioniert. Also man muss natürlich im FL Studio sagen, dass man dieses MIDI-Keyboard benutzen möchte, aber dann hat es sofort funktioniert. Was man natürlich machen muss, man muss die Sachen, die man verändern möchte im FL Studio, also alle Regler, die elektronisch quasi zur Verfügung sind, muss man natürlich mit dem MIDI-Keyboard koppeln, so dass man halt sagen kann, okay, wenn ich Pitch benutzen möchte oder eine Modulation, dann lege ich das auf den Drehregler, und das hat auch auf Anhieb funktioniert. Man geht auf Link to Controller, bewegt halt genau diesen Regler, mit dem man das verlinken möchte an dem Keyboard, und dann erkennt das FL Studio das sofort. Das funktioniert super. Auch hier die Response-Zeit, also die Delay-Zeit besser gesagt, die es braucht vom Anschlag zur Umsetzung des Tons, ist so gering, dass es beim Spielen überhaupt nicht auffällt. Man kann also wirklich live spielen und der Ton kommt auch live direkt zurück, und von daher ist das Spielen sehr einfach damit. Funktioniert sehr gut. Auch hier die Bedienbarkeit top. Ich hatte überhaupt keine Probleme, das Gerät einzurichten. Es hat beim ersten Anschließen per USB direkt erkannt im Windows. Der Treiber wurde innerhalb von Sekunden installiert. Ich musste nichts weiter tun. Ich habe nur FL Studio geöffnet und konnte sofort losarbeiten. Sehr toll.
Wie ihr hier seht, könnt ihr über die Shift-Taste auch noch diese ganzen Pattern umschalten und könnt noch verschiedene Sachen dann damit machen. Die Oktaventasten funktionieren auch super. Durch die Helligkeit der LED bei den Plus und Minus wird angezeigt, auf welcher Ebene, also auf welcher Oktave man sich befindet. Transpond-Taste ist auch nochmal zum Umschalten von diesen Pattern da. Die Knöpfe lassen sich alle wunderbar bedienen. Also macht richtig Spaß damit zu arbeiten. Kommen wir damit zum Fazit. Ich habe das jetzt, wie ihr gesehen habt, getestet und zwar mit dem iPad und auch direkt am PC verbunden. Mac habe ich jetzt noch nicht probiert, werde ich aber sicherlich im Laufe der Zeit mit der Benutzung des Keyboards machen. Aber ich habe das soweit ausprobiert, es hat wunderbar funktioniert, alles auf Anhieb beim ersten Mal. Also die Connectivity, würde ich es mal nennen, ist super und auch die Kompatibilität mit dem iPad hat tatsächlich sofort funktioniert. Ich habe mit GarageBand jetzt einfach der Einfachkeit halber mal gearbeitet, weil die App einfach vorinstalliert ist. Funktioniert ohne Probleme. Ich bin sehr überzeugt von dem Keyboard. Klar, die Tasten könnten ein paar Millimeter breiter sein, aber dann würde natürlich das ganze Keyboard auch wieder breiter werden und sie wollten wohl den Formfaktor so klein wie möglich belassen, was ja auch okay ist, weil es ein Mini-Keyboard ist. Aber es funktioniert super. Also wirklich die Verzögerungszeiten, die bei dem anderen alten Keyboard tatsächlich ein Thema waren, dass der Ton einfach später rauskam, als man, also schon hörbar später rauskam, als man gedrückt hat, was beim Spielen immer schwierig ist. Vor allem muss man dann natürlich viel nacharbeiten, damit das dann wieder synchron ist mit dem Rest der Musik. Hier habe ich das Problem nicht und ich bin sehr froh. Also es ist wirklich sehr schön, es lässt sich wunderbar bedienen. Die Knöpfe sind alle sehr hochwertig, also von daher Fazit. Absolut empfehlenswert. Für einen schmalen Geldbeutel bekommt man hier wirklich die Chance, einfach ein MIDI-Keyboard zu haben, was man tatsächlich mobil benutzen kann, weil es per USB direkt ans iPad auch gekoppelt werden kann. Das heißt, man kann seiner Kreativität auch einfach so freien Lauf lassen, wenn man unterwegs ist. Finde ich super. Ich kann es nur empfehlen. Und ich freue mich, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr ein bisschen was mitnehmen konntet, wenn ich vielleicht ein paar Anregungen auch geben konnte. Ansonsten schreibt es mir in die Kommentare, wenn euch irgendwas fehlt. Wenn ich vielleicht damit auch noch irgendwas mit dem Keyboard noch irgendwas testen soll, dann schreibt mir das einfach. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.